Hallo und herzlich willkommen zurück zu King's Quest 2. Ja, wir sind hier bei der Erkundung von der Gegend so ein bisschen und haben hier diese Brücke gefunden. The bridge spanning the chasm looks unstable and tottery. Are you entertaining thoughts about crossing it? Eigentlich nicht, aber ich will es mal ausprobieren. Wahrscheinlich stürzen wir ab. Nein. Be careful, Graham. Any sudden movements might cause the bridge to fall. Scheinbar geht es so ganz ohne Probleme. Interessant. Das ist jetzt unerwartet. Aha. Kommen wir... Ah, es geht nur nach da. Alles klar. So, das sieht ziemlich auffällig aus, finde ich. Oddly, the short path runs up to the mountain wall here, but leads nowhere else. It probably feels like any other. Das gefällt mir, das finde ich sieht irgendwie sehr merkwürdig aus. Okay. Incredible. The door you have discovered has taken on the appearance of a face. It is silent, however, and almost seems to be waiting for something. Auf etwas, das wir zum Beispiel mit der Tür reden. Tatsächlich. Greetings. I am King Graham of Daventry. Would you by any chance know of the way to a strange island on which stands a quartz tower in which a beautiful woman is being held captive? You feel more than a little foolish. Surely a door, even one with a face, would neither hear nor understand you. I am the door of destiny. I am sought out by many, found by few, and opened by none so far. For indeed, only once can I be opened. Such is the magic that I am. Through me will you find the destiny you seek, if you cannot perform a task. Anything! You feel intense exuberance that you have come so close to your goal in such a short time. You must bring me the gems of nature. I beg your pardon? The stone door rumbles from deep within. For a time, it says nothing. And then... Gems of three I ask of thee to fetch, collect, and bring to me. In water shall you find the first, though not the type to quench your thirst. Spy the second, high in the sky, with wings or no, thou still must fly. Through swampy mire, so it is heard, in lone dark castle lies the third. Should you succeed, my noble king, to your fair maiden I will bring. I warn you though, you should beware, a danger cloaked awaits you there. Without warning, the stony face falls silent. As you watch, it gradually smooths out to become the mountainside face once more. Ah, das haben wir doch gesehen. You notice that, within the door, 3 shallow indentations have sunk into the rock's surface. Presumably, the 3 gems of nature must fit here. Now all you have to do is find them. How did that poem go again? Okay. Das haben wir ja schon nicht im Traum, in den magischen Spiegel gesehen. Diese 3 Löcher hier. Und da haben wir jetzt eine neue Quest gekriegt. Wir brauchen diese 3 Gegenstände. Eine liegt im Wasser, die andere im Himmel irgendwo und die dritte in einem dunklen Schloss. Okay. The door of destiny now bears 3 indentations, each in the shape of identical-sized gems. Touching the door of destiny... Ja, okay. Das bringt jetzt nicht wirklich was. Geht's da weiter? Nee, anscheinend nicht. Und da geht's auch nicht weiter? Nein. Okay, dann können wir nur über diese Brücke wieder zurück. Die... Moment mal, liegt da was rum? Das lag vorhin noch nicht rum. A piece of paper has blown here in the wind. Was ist das? The paper is torn and dirty. It looks like a flyer of some sort. You smooth out the torn and tattered paper and read, Curios I have, to the town do come, awaiting I am. Okay.
Okay, das heißt, in der Stadt ist jetzt irgendwas Neues. Ich bin gerade am Überlegen, wie wir jetzt am besten laufen. Ich schaue mal auf meine Karte. Wir haben noch einiges Gegenden, wo wir noch nicht gewesen sind, wo wir noch uns anschauen könnten. Aber ich hätte gesagt, gehen wir doch tatsächlich mal in die Stadt jetzt und schauen mal, ob sich da was geändert hat. Aber erstmal speichern, ihr kennt das ja. Gehen wir mal kurz in die Stadt. Mit dem hier wüsste ich immer noch nicht, was da... Nö. The paper is torn and... You smooth out the torn and tattered paper and read, Curios I have, to the town do come, awaiting I am. Ob der Typ im Heuballen... Gehst du jetzt mittlerweile auf? The door is the sun's position in... Nee. Keine Ahnung. You can't... There's no... Keine Ahnung. Ja, wir werden es noch rauskriegen. Schauen wir uns erstmal weiter um, hätte ich gesagt. Hier waren wir noch nicht im Norden, falls wir überhaupt nach Norden gehen können. Ja. Oh, Kürbisse. This pumpkin is somewhat larger than the others in the patch. Ob das quasi die Mutter ist von dem einen, den wir da gesehen haben? You look for a nice large pumpkin to take from the patch. Hey, watch it! Oh, sorry. I was not aware you could talk. Likewise. Anyway, be careful where you're treading. You're spoiling the good soil by standing so close. And I got 8 kids to feed. You glance at the smaller pumpkins. These must be her children. I only count 7. Yeah, well, I had 8. Then some strange man who spoke even stranger came by. He claimed to be a hortico. Claimed to know a bit about plants. I let him take a look at my little darlings. Anyway, before I knew it, he'd gone and pinched one of my babies. Took off towards the town, he did. Of all the naive. Just because we're plants doesn't mean we don't deserve any respect. I am sure that is true. Ja, das haben wir schon gesehen. Ihr 8. Baby. Pardon me for asking, but how did you come by the ability to talk? With a question like that, I might ask you the same. I was only... I don't take it personal. That old witch Agatha cast a spell on me so I could guide her precious possessions. Hagatha? Yeah, she's the old bag who lives in that cave to the west. You know her type. Green warts, pointed ears, cannibalistic, doesn't put her trash out. Just your stereotypical evil old crown. She sounds pleasant. You mentioned something about guarding Hagatha's precious possessions. At least, what she considers precious. I reckon they're anything but. Mind you, I have my doubts about Hagatha's legitimate ownership of this stuff, if you know what I mean. What sorts of items does Hagatha wish you to guard? Oh, the usual vanities. All useless in my opinion. But what would I know? Okay, können wir noch weiterreden? The mother pumpkin looks distressed. The patch can't... Kommst du trotzdem? You don't think the mother pumpkin would allow you to sit... You're quite sure that the mother pumpkin would... Ja, ich würde sagen, wir müssen ihr Baby zurückbringen. Ich wüsste im Moment nur noch nicht genau,
wie wir das machen. The mother pump. The mother pump. Okay. Im Moment wüsste ich es noch nicht. Dann gehen wir mal weiter. Wir werden es schon noch rauskriegen. Ui. A beautiful, majestic white swan gracefully glides across the lake. What an adorable baby swan. This is the northwest corner of Weirwood Forest. Passage to the south is blocked by a plethora of large bushes and plants. To the west, you see the rear of some sort of cave. To the far west, you notice a path running north. Okay, können wir da ins Wasser gehen und tauchen? Hat ja schon so gut im ersten Teil geklappt. Probieren wir es mal im zweiten Teil. The small pond is a beautiful... You don't want this water. Hey, control Hm. any wisdom that this swan has learnt. Nee, geht leider nicht. Okay. Mal sehen, ob das noch wichtig sein wird oder auch nicht. Keine Ahnung. Aha. Ist das wichtig? A log lies on the ground, apparently forgotten by whoever cut it from the nearby stump. You look under the log, but find nothing. It was a good idea, though. Naja, gut. A smattering of rocks lies at the rear of the cave. You are past picking up rocks. Besides, there is no treasure-hoarding giant in these parts. You are... Ja, okay. Kommen wir weiter nach Westen? Ja, tatsächlich. Und da haben wir die Höhle. Da gehe ich aber jetzt mal nicht rein. Wenn wir weiter nach Süden gehen, da dürften wir auch noch nicht gewesen sein. Rechts müssten wir schon gewesen sein, glaube ich. Bushes abound in the forest. There is an enormous rock mound nearby. Vines and creepers run down it and twist through the cracks and crevices. Beneath the mound are some smaller stones. Ja, da können wir tatsächlich was machen. You try to lift the stone, but it will not budge. You try to lift the stone, but it will not budge. Okay, gibt es da einen ganz bestimmten, den wir nehmen können? You try to lift... You try to... You try to... Den hatten wir, glaube ich, schon. Huh. You try to... There's no way in the world that you could manage... There's... Aber anscheinend müsste das wichtig sein, weil sonst wird es ja nicht gehen. Oh. You have run into an evil enchanter. Get out of here fast before he turns you into something. Uff, das war knapp. Hui. Wo sind wir denn hier gelandet? Moment, sind wir von der Cave? Ich komme gleich nochmal her. Können wir da auch nach Dings gehen? Ah, dann kommen wir wieder zu dem Weg. The beautiful blue... It is a baby bird, and not a terribly pretty one at that. Okay. Genau, da ist der Lemonbaum. Lemonbaum. Zitronenbaum natürlich. Und da haben wir das Haus, da waren wir ja schon. Wenn wir darüber gehen, genau, da kommen wir dahin. Da haben wir ja schon das Ding hier gesehen gehabt. Okay, da waren wir schon. Oh. Okay.
A mermaid basks on a nearby rock. Her long flowing hair extends over most of her upper body. The green scales on her lower body sparkle as she basks in the sun. Können wir mit der reden? You say a few words to the mermaid. It quickly becomes apparent to you that she cannot understand your strange speech, let alone speak it. Don't get too close. You may frighten her. Ah, ja, und reden können wir auch nicht mit ihr. Schade. As you walk towards the mermaid, she tenses suddenly. Clearly, while she finds you to be a somewhat interesting and perhaps amusing creature, she still does not trust you in the slightest. The sand from the beach glitters, the azure water of the fallen picket feels reasonably sturdy and is pointed at one end. Believing that you may find a use for it, you retrieve it and carry it with you. Okay, wir haben auf jeden Fall was mitgenommen. Jetzt ist die Frage, können wir ihr, um ihr unser Vertrauen zu machen, ihr vielleicht die Ohrringe schenken? The mermaid eyes the valuable for a moment, but does not appear overly interested in it. Okay, können wir nicht. Ich habe keine Ahnung. Die Zitrone will sie bestimmt nicht haben, oder? The mermaid looks at your offering distastefully. Ja, keine Ahnung. Im Moment wüsste ich jetzt nicht, dass wir irgendwas hätten. So, da sind wir auch wieder hier. Nach Süden geht's auch nicht weiter. Okay. Ja, sie bleibt weiterhin hier. Das ist schon mal gut zu wissen. Oh no, you have startled the mermaid. Ja, dachte ich mir schon. Die Frage ist, kommt sie wieder? Ja. Oh no. Da brauchen wir wahrscheinlich, da das eine Dings der eine Edelstein im Meer liegt, müssen wir bestimmt irgendwas mit der Meerjungfrau machen, dass die uns mitnimmt in so eine Art Reich oder wie auch immer. So, wenn wir hier rüber gehen, kommen wir wieder... Genau, kommen wir wieder hierher. Alles klar. Dann gehen wir weiter nach Norden. Oh, was ist You das? see a little girl wandering around the meadow. She wears a ruby red cloak and appears to be searching for something. Rotkäppchen? Hello, who are you? My name is Graham. What is yours? Possum. That is what my grandma calls me. She is not at all well these days. I was collecting flowers for her, but now I cannot anymore. Why is that? My basket is missing. I've looked everywhere for it. It must be around here somewhere. I will keep my eye out for it. Thank you, Graham. Okay, es ist tatsächlich eine Art Rotkäppchen. Naja, dann schauen wir mal, ob wir diesen Korb für ihr finden. Wenn wir weggehen, dann ist sie wieder da, oder? Weiterhin da? Bushes ab. You push. Ja, genau. Many flowers beautify this area. There are many bushes and shrubs among the trees. There are many bushes and shrubs among the trees. There are many uprooting the natural vegetation. 'Tis beyond your... Ich wollte einfach nur den Korb suchen, mehr nicht. It feels fine. It feels... Uprooting the... Ja, okay, geht aber anscheinend nicht. Mal schauen. Schauen wir uns weiter um. Da ist auf jeden Fall die Höhle, da waren wir schon. Das heißt ja nicht unbedingt, dass dieser Korb auch in dieser Umgebung liegt. Das könnte ja auch irgendwo anders liegen. You notice a log lying on the beach. You look under the log and discover a clam lying beneath it. You pick it up. Okay. This is just an ordinary clam shell. There doesn't seem to be anything special about it. Können wir sie aufmachen? You open the clam and discover, to your surprise, a dazzling pearl. Das wäre vielleicht was für die Meerjungfrau? Ja, schauen wir mal. Aber nicht mehr in dieser Folge.
Ich würde sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns noch mal weiter um, ob wir noch irgendwas finden. Ich meine, wir haben ja jetzt auch schon einige Aufgaben, die wir hier erledigen müssen. Zum Beispiel diesen Kürbis, Babykürbis zurückzubringen, die Meerjungfrau, den Korb für Rotkäppchen zu finden. Oder wie auch immer sie jetzt hier heißt. Und wir können uns natürlich noch weiter umschauen, dass wir hier was finden. Also, wir haben noch genug zu tun. Gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.